Tschüss. Willkommen bei einem neuen Video von Spot the World. Heute mit einem neuen Format, die Challenge Box. Max hatte die Idee und ja, die beiden waren so dumm und haben mich zum ersten Spielführer gemacht. Hierbei bekommen die anderen beiden von mir in dem Fall jetzt eine Box überreicht, in denen eine oder mehrere Aufgaben beschrieben sind, die sie erfüllen müssen. Wenn sie die Aufgabe erfüllt haben, beide, und ein Unentschieden entstanden ist, dann werdet ihr bestimmen, wer der Sieger ist und als nächstes eine neue Aufgabe für die anderen beiden dann aussucht. Sollte es einen Gewinner heute geben, ist derjenige der neue Spielführer. So, genug gequatscht. Übergeben wir die Box und gucken, was die beiden daraus machen. Werfen üben wir nochmal. So Leute, wir haben jetzt hier die wundervoll vorbereitete Challenge Box. Das Einzige, was wir wussten, war, nehmt alles an Equipment mit, was ihr so braucht, was ihr denkt, was ihr brauchen könntet. Man sieht, der eine Hier, Rucksack, ne? hat alles bei und ich habe 2 Sachen dabei, aber schauen wir mal. Na dann, öffnen So wir. Leute, ich werde das schöne Paket hier öffnen. Mit dem etwas zu groß gewordenen Messer. Sehr gut verpackt. Mhm. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Challenge. Hast dir aber Mühe gegeben. So, stellen wir die erstmal hin und als erstes schauen wir mal, was hier so drin ist. Ein Buch. Essbare Wildpflanzen, ja. Bisschen Literatur, nicht schlecht. Lass mal dein Handy aus, Hammer. Hier haben wir ein Buch. Essbare Wildpflanzen. Also ich vermute mal, es geht darum, dass wir jetzt irgendwelche Pflanzen suchen sollen, die wir dann essen oder sowas in die Richtung. Also natürlich wieder sehr einfallslos. Es gibt... Komplett vorlesen. Hallo Mädels. Es gibt viele Pflanzen, die wir zwar kennen, aber wir haben keine Ahnung, was sie können und betiteln sie sogar als Unkraut. Wir haben vergessen, dass sie schon seit Tausenden von Jahren von uns Menschen gesammelt und genutzt werden. Auch ihr beide habt keine Ahnung von den Dingen, die es da draußen im Wald und Flur gibt. Was? Im Wald und Flur? In Wald und Flur, ja. Okay. Und deswegen werdet ihr eine kleine Lehrstunde bekommen bzw. halten. Von 25 Pflanzen auf der unteren Liste müsst ihr nun 5 finden, essen und Pflanze beschreiben. Viel Erfolg und guten Hunger. Alles klar. Das hört sich doch mal nach einer Herausforderung an, oder? Sag mal, was Blöderes ist dir nicht eingefallen oder was? Naja, ich Also, habe keine Ahnung von irgendwelchen Pflanzen. Also. zottiges Franzosenkraut. Große, ich fass doch keine Brennnessel an. Sag mal, also Ja, dafür bin ich ja da. gewöhnlicher Hohlzahn. Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Blümchen kenne ich. So Leute, Seite 40. Flo und ich gucken uns jetzt ein bisschen das Buch durch. Gucken erstmal, welche Sachen wir davon kennen, welche wir gar nicht kennen, ja. Sag mal, Ja, das erste, was wir hier schon gefunden haben, steht zwar nicht auf der Liste, aber ein schöner Pilz, der leider schon rausgerissen wurde. Freunde, ich habe das erste gefunden. Es steht 1-0 für mich. Und zwar das gewöhnliche Ferkelkraut. Und das ist dieses eklige Exemplar. Du kannst es ja gleich probieren, wenn du willst. I. Steht dir recht. Aber das sieht eklig aus und das möchte ich eigentlich nicht essen. Ich würde es probieren für die Wissenschaft. Na denn, guten Hunger. Naja. Na dann. Ich will ja nicht wissen, wie viele Tiere da schon aufgepinkelt haben. Lecker. Lecker. Ich hoffe, es ist die richtige. Also den Bildern zufolge. Leicht bitter, schmeckt nach Pflanze, nichts Besonderes, aber ich weiß nicht, ob das einen so sättigt, ja. Das ist schon ein bisschen saftiger, Also ja. vielleicht kann man das auch, doch kann man. Die Wurzel kann man auch essen davon. Und die, Kann ich hier auch essen? bevor sich Blütenstängel entwickeln, können die jungen Blätter des Feldkraus von April bis Mai für Salate verwendet werden. Auch Suppen, Gemüsegerichte, Bratling
und Kräuterbuße, Wurzel, können die Blätter zugegeben werden. Okay. Naja. So, also steht es 1-0 für mich. Dann lass uns mal weiterziehen. So, jetzt muss ich doch nochmal intervenieren. Florian hat ja gerade den ersten Punkt für sich beansprucht, aber so ist dem nicht. Nicht nur das Finden macht den Punkt, sondern auch das Probieren. Also eigentlich steht es jetzt 1-0 für Max. Aber da Florian das nicht genau wusste, machen wir nochmal 0-0 draus und geht von vorne los. Wenn man sowas macht, muss man es doch aufschreiben. Ja, ihr habt's gehört. Faire Sache, Ich Jungs. kann nicht lesen, da steht nämlich guten Hunger. Ja, das heißt aber nicht, dass ich dafür den Punkt bekomme. So, bla bla. Müsst ihr nun 5 finden, essen und die Pflanze beschreiben. So, Nee, Aufgabe verstanden? nee, will ich nicht ein. Steht 0-0, weiter geht's. Ja, 0-0. Weiter. Weiter geht's. Stand Löwenzahn auf der Liste? Ja. Also ich glaube, großer Löwenzahn. Löwenzahn. Ja. Schauen wir erstmal, ob das Guck auch mal das erst Richtige mal ist. im Buch, 156. Oder Gut. warte. Ja, doch, das Ja. geht ja ein bisschen. Ja. Geht hier los bis hier. Gut. Ich hoffe, da hat noch kein Tier rangepisst oder so. Ich hoffe es doch. Da ist eine Spinne dran. Ja, komm rein, da wird's Proteine. Piss dich. Ach, den Punkt schenke ich dir. Nö, das ist dein Punkt. Gut, ich will keinen Punkt. Da war eine Spinne dran. So wirst du nie Punkte machen, Butzi. Wo ich mir jetzt hier den zweiten Punkt ist die Frage. Mach ich? Es steht 0-0. Komm Leute. Was steht da? Was kann man daran essen? Alles. Was heißt alles? Na, hau weg. Alles gut. Schon einen besseren Geschmack als das davor. Was war das nochmal davor, Butzi? Jetzt kaue ich auf ein bisschen Sand. Weiß ich nicht mehr. Kennt nicht. Also schmeckt schlecht nicht. Aber, oh ne, jetzt wird's bitter. Boah. Na, sag mal, zählt das? Er hat's ausgesprochen. Junge, Das zählt schau mal nicht. die Scheiße, die wird bitter wie sonst was. Das zählt nicht. Den Punkt gibt es nicht. Fazit, sieht nett aus, schmeckt aber nicht so gut. Ich habe jetzt das nächste gefunden. Das ist der rote Klee bzw. Wiesenklee. Der alte Mann wollte, dass ich Ihnen jetzt noch mal kurz Props gebe, weil es hier so schön ist und so, mache ich aber nicht. Ich esse jetzt einfach mal hier das wunderschöne Prachtexemplar, was richtig viele haben. Bist du sicher, dass man das essen kann? Da sind kleine Härchen dran. Ich krieg mal echte. Das ist der aber, oder? Weiß ich nicht. Ja, so sieht der aus. Also geil, keine Ahnung zu haben. Ich will das nicht essen. Wer weiß, was da schon für Tiere drauf gepinkelt haben. Alter, wenn ich morgen den ganzen Tag auf dem Klo sitze und nicht zum Spiegeln kann, bist du schuld. Oh, los. Weiter geht's. Schmeckt sehr gut. Und beiß einmal ab. Ah, guck mal, wie eklig das aussieht. Ich will das nicht abbeißen. Einmal abbeißen. Jawohl. Und jetzt kauen. Schmeckt nach Wiese, wa? Man muss auch pixeln. Tu mal so, als ob du kotzen würdest. Kommt wirklich gleich. Sehr gut, sehr gut. Das schmeckt scheiße. Wobei. Ja komm, weißt du was? Das hat ein bisschen was von Wiese. Also ist auch nicht bitter, oder vielleicht hätte ich länger kauen müssen, aber bitter ist auch nicht. Die Härchen da draußen sind halt ein bisschen eklig. Mhm. Schmeckt wie alle Pflanzen nach Wiese. Aber, was steht da drin? Was kann man damit machen? Kann man das kochen oder die irgendwelche Vitamine oder irgendwelche Inhaltsstoffe? Frühjahrssuppen, Gemüse, Spinatgerichte, Kräuterquark, Kräuterkäse oder als Tee. Ja, nicht schlecht. Ist ja vielseitig.
Aber nee, warte, wir haben gerade die Blüten gegessen, ne? Ja. Wenn man die überhaupt essen soll. Ja, wird über Salate und Gemüse gestreut. Ja. Man kann die auch in Teig einkneten, herzhaft würzen und als Bratlinge ausbacken. Mhm. Oder als Aroma in Spirituosen. Das hört sich doch gut an. Dann nehmen wir gleich noch 2-3 mehr mit, wa? Ja, aber was, sowas von. Ja, Gänseblümchen. Ich würde sagen, lass einfach ein Stück weiter. Dass wir auch ein bisschen suchen müssen. Dann darfst du halt nicht verwelkt, ne? Weil das blüht ja nur bis Juni. Ja. Na, dann lass mal hingehen. Ja, aber wenn der schon. Ach, rein damit. Aber das. Nee, ich glaube, das ist das nicht. Sieht halt, Das ist die hier, Frage, ja. sieht halt hier anders aus, ne? Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, ob man die essen kann. Ich glaube, ich mache das einfach. Bekomme ich dann auch einen Punkt? Bonuspunkt? Halben Bonuspunkt? Ein Viertelpunkt? Ist das alles nur essbare? Ja. Außer die letzten, hier sind ein paar Seiten, die sind nicht essbar. Deswegen Verwechslungsgefahr und so. Die sehen genauso aus wie andere essbare Pflanzen. Wir haben jetzt die nächste Pflanze gefunden. Ich muss aber dazu sagen, wir haben uns jetzt eine App runtergeladen auf dem Handy, damit wir das einfach besser erkennen können, weil über das Buch blätterst du durch und dann bist du dir nicht sicher, ob es das ist oder nicht. Und mit der App ist es halt wesentlich einfacher, weil die sagt dir, was das für eine Pflanze ist und dann gucken wir am Buch und genau, machen wir das jetzt so. Willst du? Du hast sie gefunden. Ich lasse dir den Vortritt. Du darfst zuerst. Nee, ich schenke dir den Punkt. Na, okay, komm. Schenkst du mir den Punkt? Ja. Aber warte. Erzähl mir erstmal noch ein paar Inhaltsstoffe. Was hat die denn Blätter und Judith? Triebe. Die sogenannten Triebe wurden früher von August bis September als Hopfenersatz beim Bierbrauen eingesetzt. Okay. Kann man die Blüten zum Strecken und zum farblichen Aufstrich Tabak beimischen. Kannst in deinen Tabak drin machen. Und das da oben kannst du essen. Ja. Also die Blätter. Oder Genau. was ist das? Mach ich Ja, das das mal? kannst du essen. Einen guten Hunger, Leute. Viel zu bitter schon, merke ich jetzt schon. Das ist auch nicht mehr frisch, die blüht, obwohl doch bis Oktober. Ich glaube, wenn die ein bisschen frischer wäre. Nee, jetzt einfach zu bitter. Aber wenn die frisch wäre, schon auf dem Salat, bringt gute Optik. Leute, also die PlantSnap, die App, die wir benutzt haben, kann ich nicht empfehlen, weil sie hat von jetzt, ich glaube, 6 Pflanzen eine erkannt. Die richtig erkannt. Deswegen Trefferquote bei dieser Pflanze ist, bei dieser App ist nicht gut. Das war mal ein Statement. Steht auf der Liste. Große Brennnessel. Ja, ist die Frage, ob das hier auch ist. Ja. Ist man an der? Blätter. Wahrscheinlich die Blätter. Doch, natürlich. Soll meine Sagen, ganze welche Seite ist Fresse das? brennen? Also. Also noch nicht mehr so gut, nicht mehr so schmackhaft aus wie Blätter, aber. Ja komm, sag einfach, dass du dich nicht traust. Warum? Ich? Du musst es ja auch essen, um den Punkt zu bekommen. Mir ist es scheißegal. Ich liege eh vorn. Ich habe mit einem Punkt. Ja, dann ist. Nee. Ich habe gesagt, ich will, dass du die isst. Damit ich noch einen Punkt bekomme? Ja. Ich gönn dir ja den Sieg, weißt du? Ja, okay, wenn es so ein Ding ist, dann such mir mal ein schönes Blatt aus. Guck mal, das hier ist noch von hier. Junge, nicht da, wo die Spinne ist. Lass doch mal die Spinne in Ruhe leben. Wie dann bist du? Schön klein. Ja, warte. Aber man muss es von oben anfassen, ne? Brennt es? Ich weiß es nicht. Aber das ist doch auch keine Brennnessel, oder? Na doch, eigentlich Brennnesseln haben schon. doch viel größere Blätter, oder nicht? Ja, die sind schon ein bisschen verwelkt, ein bisschen eingegangen. Na, das sieht aber hier schon anders aus. Na, das ist die. Auf jeden. Das ist eine Lüge. Seine Hand brennt nicht. Gelogen. Brennt auch nicht. Na, okay, komm dann einfach mal rein. Nee, dann zählt's nicht. Das war keine Brennnessel, zählt nicht.
Betrugsversuch, ich werde hier verarscht. Relativ neutral im Geschmack. Schmeckt auch nicht bitter. So für einen Tee ein paar Blätter rein könnte ich mir gut vorstellen, aber Brennnessel halt, ne? Da tust du dir eigentlich nur weh. Nur mal so ein Reminder, was er gegessen hat, waren keine Brennnesseln. Das sind Brennnesseln. Und wenn du den Punkt haben willst, musst du das jetzt essen. Du machst dir nicht die Regeln hier, Kollege hinter der Kamera. Na dann sag mal bitte was dazu. Na, Gegessen. Das war aber keine Brennnessel. Ja, das war- weißt du ja nicht. dann war die Taubnessel und die steht auch drauf. Die steht auch drauf, so Nee, ist es. zählt nicht. Zählt nicht. Nein, Zählt ich kann nicht. jetzt werd einfach hier noch eine beschissen, Brennnessel ja, also- essen, dann habe ich mir... Ja, Dann bin ich ja mit 2 Punkten vorn. Ja. Warte, erstmal hier den Schmerz holen. Kurz warten, ob es brennt. Ja, es fängt an zu brennen. Ja. Ist halt die Frage, ob es so schlau ist, jetzt eine Brennnessel zu essen, aber komm. Ich suche mir ein kleines Blatt aus. Und dann nimm gleich das, was du da gerade berührt hast. Das war kein Blatt, ja, also. Oh Junge, das brennt. Einfach in den Mund, einfach in den Mund. Oh, das brennt so hart. Oh, fuck. Ja, was hältst du das auch so lange fest? Musst du einfach im Mund stopfen. Ja. Ja, ist echt struggle gerade, Leute. Okay, komm, scheiß drauf, ich mach's für den Punkt. Meine Zunge brennt. Okay, Leute, Geschmack 1A, schmeckt nach Gourmetküche. Es brennt, ja, eine gewisse leichte scharfe Note ist auch dabei. Absolut empfehlenswert. Gehört in jeden Haushalt, in jede Küche rein. Okay. Nebeneffekt ist bloß, dass die Zunge extrem weh tut, ja. Und ich hoffe, sie wird nicht dick, aber machen wir weiter, komm. Ist nicht lecker, Jungs. Zeig mal die und Zunge. Mädels. Ich habe jetzt hier meine letzte Pflanze gefunden. Schöne Vogelmiere. Wir haben die jetzt hier im Buch gecheckt, identifiziert. Jetzt werde ich mir einfach mal 1, 2 Blättchen abmachen. Was kann man denn davon essen? Du kannst essen. Also es hat erstmal eine Heilwirkung. Hat doppelt so viel Calcium, 3-mal so viel Kalium und Magnesium und 7-mal so viel Eisen wie der Kopfsalat. Viel mehr Vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Genau, essen kannst du davon die Blüten, die Blätter, Ja. und die Frucht, die halt nicht mehr da ist. Okay, dann werde ich einfach mal 2, 3 Blätter essen. So. Cheers, guten Hunger. Bisschen mehr Salatkonsistenz. Das schmeckt nicht schlecht. Schmeckt nicht bitter. Hat eine sehr, sehr eigene Note. Könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen zu einem Salat. Ah ne, ist eigentlich wie bei jeder anderen Pflanze auch, wenn man weiter drauf kaut, dann schmeckt es irgendwann zu bitter. Leute, ihr wisst, meine letzte Pflanze. Ich schluck sie jetzt gleich runter und dann habe ich die Challenge gewonnen. Wir haben unseren ersten Sieger der ersten Challenge. Max, herzlichen Glückwunsch. Hiermit übergebe ich dir die Box für die nächste Challenge und wir sind alle gespannt, was passiert. Ich werde mir was Schönes ausdenken für die beiden Jungs, ja. Könnt ihr euch auf was Schönes freuen, ja. Das nächste Mal dann ein bisschen sportlicher, sage ich mal, unterwegs. Ne, als kleinen Vorgeschmack. Sehr gut. Glückwunsch an den Sieger der Challenge. Dann freuen wir uns schon auf die nächste, die dann von dir kommt. Ich werde Wo mir was dann Schönes gegen meinen Vater ausdenken. antrete. Und mal zeige, wer hier der Chef ist, ne?